Stellen Sie sich vor, es ist März 2026. Im Deutschen Bundestag wird eine Idee diskutiert. Die Idee klingt wie eine Notbremse fürs digitale Zeitalter. Der Plan: ein kompletter Ausknopf für Social Media. Aber nur für Kinder unter 14 Jahren. TikTok, Instagram, andere Plattformen. Die Reaktionen sind extrem. Eltern atmen auf, Lehrer atmen auf, Politiker atmen auf. Endlich, denken viele. Schutz vor süchtig machenden Mechanismen, Schutz vor endlosem Scrollen, Schutz vor den dunklen Ecken des Internets. Ein längst überfälliger Schritt, sagen Befürworter. Doch auf der anderen Seite wächst die Sorge. Datenschützer schlagen Alarm. Bürgerrechtler schlagen Alarm. Digitale Experten schlagen Alarm. Sie sehen nicht nur Schutz, sondern den ersten Schritt zu digitaler Kontrolle. Was genau ist diese EU-Wallet, von der alle reden? Stellen Sie sich die Wallet wie einen hochsicheren digitalen Tresor auf Ihrem Smartphone vor. In diesem Tresor liegen keine Goldbarren, sondern Ihre staatlich beglaubigten Dokumente. Der Personalausweis, der Führerschein, vielleicht sogar die Krankenkassenkarte. Die Daten liegen verschlüsselt und sicher, nur auf Ihrem Gerät, nicht zentral gespeichert. Regeln werden mitentwickelt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik für hohe Sicherheitsstandards. Die Idee: vertrauenswürdig und datensparsam, um sich online auszuweisen. Wie funktioniert das bei Alterskontrolle? Der Prozess basiert auf Zero-Knowledge-Proof, dem Null-Wissen-Beweis. Stellen Sie sich einen digitalen Türsteher vor. Die TikTok-App fragt: Bist du über 14? Die Wallet kennt Ihr Geburtsdatum und weiß die Antwort. Statt Geburtsdatum, Namen, Adresse zu schicken, macht die Wallet eine kryptografische Rechnung und schickt nur ein Ergebnis: Ja oder Nein. Grünes Häkchen, rotes Kreuz. Zero Knowledge, beweisen, ohne zusätzliche Informationen preiszugeben. Die Plattform erfährt nur, Altersanforderung erfüllt oder nicht. Sie erfährt nicht Ihr Alter genau, nicht Ihren Namen, nicht Ihren Wohnort. Datensparsamkeit bei Design, maximale Sicherheit, minimaler Datenfluss. Aber Nutzung erzeugt ein neues Signal, erfolgreich verifiziert. Plattformen könnten das Signal verknüpfen mit IP-Adresse, Geräte-ID, Nutzungsverhalten. So könnte trotzdem ein präzises Profil entstehen. Die Debatte betrifft Wallet, Ökosystem und Regeln für Unternehmen. Technik ist mächtig. Ihr Einsatz ist politisch. Visual Infographic. Smartphone mit Schloss, App mit Fragezeichen. Gehirn mit Zahnrad, Filter. App mit grünem Häkchen. Früher Internet als Raum von Anonymität und Freiheit. Eine verpflichtende Altersverifikation verändert das für immer. Heute Verbot für 13-Jährige. Morgen Verifizierung für den Kauf von Online-Spielen. Morgen Verifizierung für den Zugang zu Nachrichtenportalen. Morgen Verifizierung für die Teilnahme an politischen Diskussionen. Der Plan mag gut gemeint sein. Die Konsequenzen sind gewaltig. Deshalb müssen wir genau hinschauen. Wir müssen die Technik verstehen, die Argumente abwägen, die kritischen Fragen stellen, bevor Entscheidungen getroffen werden. Entscheidungen, die die digitale Zukunft einer Generation prägen. Eine Debatte über mehr als ein Gesetz, über die Zukunft unserer digitalen Gesellschaft. Die politische Forderung nach einem Verbot kommt nicht aus dem Nichts. Sie wird von einer wachsenden Zahl an Studien und Daten begleitet, die ein alarmierendes Bild der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zeichnen. So bestätigt eine aktuelle wissenschaftliche Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie auf Basis von Daten aus dem Jahr 2026 erhebliche Risiken. Die Studie zeigte, dass Kinder, die bereits im Alter von nur 12 Jahren ein eigenes Smartphone besaßen, signifikant höhere Wahrscheinlichkeiten für Depressionssymptome, Adipositas und Schlafmangel aufwiesen als Gleichaltrige ohne eigenes Gerät. Diese Befunde geben der Sorge vieler Eltern eine wissenschaftliche Grundlage und liefern den Politikern starke Argumente für regulierende Eingriffe.
Weitere Zahlen untermauern diesen Trend. Eine DRK-Studie aus dem Herbst 2026 zeigt, dass bereits über 21% der Jugendlichen eine riskante Nutzung von sozialen Medien aufweisen, ein leichter Anstieg gegenüber den Vorjahren. Noch dramatischer ist der Anstieg beim Konsum von Online-Videos, wo der Anteil der riskanten Nutzer innerhalb eines Jahres von 13,4% auf 21,4% gesprungen ist. Andere Untersuchungen, wie die von Wiedemann et al. Aus dem Jahr 2025, finden Hinweise auf echtes Suchtverhalten. Etwa 4% der 10- bis 13-Jährigen zeigen Symptome einer Verhaltenssucht im Zusammenhang mit der aktiven Nutzung von Social Media. Diese Zahlen deuten auf ein Problem hin, das weit über normale jugendliche Nutzung hinausgeht und potenziell gravierende Folgen für die schulische und soziale Entwicklung hat. Die Idee eines nationalen Social-Media-Verbots für unter 14-Jährige, durchgesetzt mit der EU-D-Wallet, klingt auf dem Papier vielleicht einfach, aber in der Realität stößt dieser Plan jedoch auf eine Wand aus juristischen und praktischen Problemen, die ihn fast unmöglich machen könnten. Das größte Hindernis hat einen Namen: Digital Services Act, kurz DSA. Der DSA ist eine Verordnung der Europäischen Union, die Regeln für digitale Dienste, einschließlich sozialer Netzwerke, festlegt. Der entscheidende Punkt ist, dass der DSA eine vollharmonisierende Wirkung hat. Das bedeutet, er schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für die gesamte EU. Die Mitgliedstaaten dürfen in diesem Bereich grundsätzlich keine eigenen abweichenden Vorschriften mehr erlassen. Ein deutsches Social-Media-Verbot könnte also direkt gegen übergeordnetes EU-Recht verstoßen. Ein weiteres Problem ist das europäische Herkunftslandprinzip. Es besagt, für eine Online-Plattform gelten in der Regel die Gesetze des Landes, in dem sie ihren EU-Hauptsitz hat. Viele großen Tech-Firmen haben ihren Sitz in Irland oder in Ländern mit günstigen Unternehmensregeln. Ein in Deutschland beschlossenes Verbot hätte für diese Unternehmen rechtlich erst einmal keine direkte Bedeutung. Sie müssten sich nicht daran halten, solange Irland kein entsprechendes Gesetz erlässt. Die politischen Fronten spiegeln diese Komplexität wider. CDU, SPD, eine Umfrage. Ende 2025, über 78% der Deutschen befürworten ein Verbot für unter 14-Jährige. Juristen und Medienrechtler warnen vor den Konsequenzen. Ein solcher Alleingang wäre rechtlich angreifbar und könnte die digitale Teilhabe von Kindern einschränken. Die UN-Kinderrechtskonvention nennt ein Recht auf Informationsfreiheit. Die AfD lehnt die Pläne ab, kritisiert die EU-DE-Wallet als digitalen Passierschein und warnt vor staatlicher Überwachung. Klassischer Konflikt: politischer Wille versus rechtliche Machbarkeit. Viele Experten sagen, Fokus nicht auf nationalen Verboten, sondern auf konsequenter Anwendung und Weiterentwicklung EU-weiter Regeln. Der DSA verpflichtet Plattformen zu Risikobewertungen, besonders beim Jugendschutz. Die EU-Kommission hat zum Beispiel ein Verfahren gegen TikTok eingeleitet, wegen potenziell suchterregenden App-Designs. Europäischer Druck könnte wirksamer sein, um kinderfreundlichere, weniger manipulative Designs durchzusetzen. Eine solche Lösung wäre rechtlich sauber und würde für alle Kinder in Europa gelten, nicht nur für Deutschland. Die EU-DE-Wallet verspricht Datenschutz durch den Zero-Knowledge-Ansatz. Zero Knowledge, Privacy by Design. Doch selbst wenn die Technologie perfekt funktioniert, erschafft sie unbeabsichtigt neue, gravierende Risiken. Eines der größten Probleme ist die Möglichkeit des indirekten Trackings. Stellen Sie sich vor, die Wallet bestätigt einer Plattform, dass Sie über 14 sind. Die Plattform erhält zwar nicht Ihren Namen, sie erhält ein kryptografisches Token, ein digitaler Stempel. Diese Person wurde erfolgreich verifiziert. Gleichzeitig sammelt die Plattform wie gewohnt andere Daten: IP-Adresse, eindeutige ID Ihres Smartphones, Klickverhalten, Verweildauer. Durch die Verknüpfung des anonymen Tokens mit diesen Daten entsteht ein hochpräzises Profil. Die Anonymität des Tokens ist damit ausgehebelt. Das führt direkt zum Honeypot-Problem. Ein Honeypot ist ein Honigtopf, ein Köder für Angreifer. Die zentrale Verifikationsschnittstelle wird so selbst zu einem extrem wertvollen Ziel. Wenn Altersabfragen zentral für Millionen Nutzer laufen,
werden diese Stellen sehr attraktiv für Hacker, ausländische Geheimdienste, datenhungrige Konzerne. Wer Kontrolle über den Honigtopf erlangt oder die Datenströme anzapft, erhält tiefen Einblick in das Nutzungsverhalten verifizierter Bürger. Zentralisierung schafft einen zentralen Angriffspunkt, einen Single Point of Failure. Weiteres Risiko: die Verwaltung von Root-Zertifikaten. Smartphone und App brauchen digitale Vertrauenszertifikate, um einander zu vertrauen. Wer Root-Zertifikate ausstellt und kontrolliert, hat enorme Macht im digitalen Ökosystem. Verwaltet der Staat diese exklusiv, könnte er Zugang zu Diensten zentral steuern oder sperren. Das kann eine Zensurinfrastruktur erzeugen. Solche Machtkonzentration widerspricht den dezentralen, offenen Prinzipien des Internets. Die technischen Risiken zeigen, verpflichtende Altersverifikation ist weit mehr als eine Sicherheitsmaßnahme. Sie schafft eine neue digitale Infrastruktur mit großen Folgen für Datenschutz und Freiheit. Selbst gute Absichten können zur Missbrauchsgefahr führen. Die entscheidende Frage ist nicht nur, ist die Wallet sicher? Sondern, wer kontrolliert die Schnittstellen? Wer überwacht die Datenflüsse? Welche Regeln gelten fürs Ökosystem? Ohne absolute Transparenz und unabhängige Aufsicht könnte das Schutzschild für Kinder zum Kontrollinstrument für alle werden. Während die Debatte sich oft um technische und rechtliche Details dreht, wird eine der wichtigsten Dimensionen häufig vernachlässigt: die sozialen Folgen. Ein verpflichtendes Altersverifikationssystem, das an den Besitz eines modernen Smartphones und eine digitale Identität gekoppelt ist, birgt die Gefahr, eine neue Form der digitalen Spaltung zu schaffen. Nicht jede Familie in Deutschland kann oder will sich die neuesten Smartphones leisten, die für die sichere Ausführung einer solchen Wallet-App notwendig sind. Nicht alle Eltern sind technisch versiert genug, um eine digitale ID für ihr Kind einzurichten und zu verwalten. Und einige Eltern werden sich aus Prinzip weigern, ihrem Kind eine staatlich registrierte digitale Identität zu geben, aus Sorge vor Überwachung oder Datenmissbrauch. Was passiert mit den Kindern dieser Familien? Sie würden faktisch vom digitalen Leben ausgeschlossen. In einer Welt, in der soziale Interaktionen, Freundschaften und sogar schulische Aktivitäten zunehmend auf Plattformen stattfinden, wie WhatsApp, Instagram oder TikTok stattfinden, wäre dies mehr als nur eine kleine Unannehmlichkeit. Es wäre eine Form der sozialen Ausgrenzung. Der digitale Schulhof, auf dem sich Mitschüler nach der Schule austauschen, Verabredungen treffen und an gemeinsamen Trends teilhaben, wäre für sie verschlossen. Dies könnte zu Vereinsamung führen und den sogenannten Digital Gap, die Kluft zwischen digital Privilegierten und Benachteiligten, massiv verschärfen. Darüber hinaus warnen Experten vor einem gefährlichen Abwanderungseffekt. Wenn die großen, relativ gut regulierten Plattformen für Kinder unter 14 Jahren unzugänglich werden, bedeutet das nicht, dass diese Kinder aufhören, online zu sein. Die Geschichte der Verbote zeigt immer wieder, dass Nutzer, insbesondere technikaffine Jugendliche, Wege finden, um Sperren zu umgehen. Sie könnten auf kleinere, unbekanntere Plattformen ausweichen, die oft im Ausland sitzen und sich keinerlei Regulierung unterwerfen. Oder sie könnten sich in die unmoderierten und unkontrollierten Räume des Darknets oder geschlossener Messenger-Gruppen zurückziehen. In diesen unregulierten Nischen gibt es keinen Jugendschutz, keine Meldemechanismen für Mobbing und keine Kontrolle über extremistische oder pornografische Inhalte. Das Risiko, mit gefährlichen Inhalten oder Personen in Kontakt zu kommen, wäre dort ungleich höher als auf einer Plattform wie Instagram, die zumindest formal den Regeln des Digital Services Act unterliegt. Das Verbot könnte also paradoxerweise genau das Gegenteil von dem bewirken, was es beabsichtigt. Am Ende all dieser technischen, rechtlichen und sozialen Abwägungen verdichtet sich die gesamte Debatte zu einer einzigen, fundamentalen Frage: Wem vertrauen wir? Vertrauen wir dem Staat, dass er die EUDI-Wallet nur zum Guten einsetzt? Vertrauen wir den großen Tech-Konzernen, dass sie Verifikationstoken nicht verknüpfen? Oder vertrauen wir unserer eigenen Fähigkeit und der unserer Kinder, in einer freien digitalen Welt zu navigieren? Diese Frage hat keine einfache Antwort. Der Plan, die EUDI-Wallet für ein Social-Media-Verbot zu nutzen, ist ein Präzedenzfall.
Heute Schutz von 13-Jährigen auf TikTok. Aber die einmal geschaffene Infrastruktur bleibt. Morgen Zugang zu Online-Glücksspiel reglementieren. Morgen Zugang zu pornografischen Inhalten reglementieren. Übermorgen Teilnahme an politischen Online-Diskussionen als Bedingung machen. Übermorgen Zugang zu bestimmten Nachrichtenartikeln steuern. Die Technik ist ein Werkzeug. Sie kann schützen. Sie kann aber auch kontrollieren und einschränken. Die Grenze ist fließend. Die Richtung wird jetzt festgelegt. Es gibt keine perfekte Lösung. Ein unreguliertes Internet setzt Kindergefahren aus. Ein rigides Verbotssystem schafft Ausgrenzung und Überwachung. Der Weg nach vorne muss ein Kompromiss sein. Strenge Regulierung des Plattformdesigns auf EU-Ebene. Endlos Scrollen verbieten. Manipulative Algorithmen verbieten. Massive Investition in Bildung und Medienkompetenz. Eltern, Lehrer und Kinder brauchen Werkzeuge, um die digitale Welt souverän zu gestalten. Diese Debatte darf nicht hinter verschlossenen Türen bleiben. Sie muss raus in die Öffentlichkeit. Sie muss raus in die Schulen. Sie muss raus in die Familien. Jeder muss die Grundlagen verstehen. Was ist die Wallet? Welche Risiken birgt sie? Welche Alternativen gibt es? Nur mit einer informierten, breiten gesellschaftlichen Diskussion finden wir eine Lösung. Es ist die Verantwortung unserer Generation. Was denkst du darüber? Ist verpflichtende Alterskontrolle mit der EU-DE-Wallet notwendig? Oder ist der Preis, Machtkonzentration bei Staat und Konzernen, zu hoch? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Lasst uns diskutieren.